Heute reden wir mal über Midjourney versus Lomography. Kann man da Parallelen sehen? Wir reden mal drüber. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe gerade meinen Kaffee getrunken aus der Lomtro-Tasse. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Tasse noch. Und sie ist verziert mit ganz, ganz vielen Fotos aus den ganzen Jahren meiner Lomography. Und jedes Foto erzählt eine eigene Geschichte und es macht immer wieder Spaß, ja, sich diese Fotos so anzuschauen, während man Kaffee trinkt. Und mir macht das immer noch Freude, auch nach so vielen Jahren. Lomography war für mich ein ganz, ganz großes Tor hin zu einer Kunst, die ich lieben gelernt habe und die ein Teil meines Lebens war, ganz, ganz viele Jahre. Was ist Lomography für jemanden, der jetzt vielleicht durch Midjourney hier auf dieses Video kommt? Lomography ist eine Fotokunst, die dir erlaubt, durch das Benutzen alter Technik oder das Eingreifen von außen Stile und Bilder zu kreieren, die es mit dem Motiv zusammen so kein zweites Mal gibt. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, was haben wir auf diesem Kanal hier nicht alles gemacht? Ich habe Filmstreifen in Kaffee getränkt. Ich habe Topfschwämme drüber gekratzt. Ich habe das Ganze in Glühwein und in Cola eingebacken und eingekocht. Ich habe Filmstreifen nach der Entwicklung in Feuer gehalten. Wir haben sehr, sehr viel hier auf diesem Kanal gemacht und es kam auch sehr oft gut da draußen an. Viele Leute machen heute noch das Ganze nach, sehen immer noch die Videos von mir. Ich kriege immer noch Rückmeldungen auf diese Videos. Ich selber habe irgendwann so ein bisschen den Spaß daran verloren, weil ich das Gefühl für mich hatte, ich habe es ein bisschen durchgespielt. Aber ich habe immer noch wahnsinnig tolle und ganz, ganz viele Fotos, die mich an diese Zeit erinnern und die alle eine Geschichte erzählen. Alleine Doppelbelichtungen, die hier so noch sind. Ach, es ist einfach herrlich. Eine herrliche Fotokunst. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Fotografie ist ein bisschen langweilig geworden. Wenn du das anders siehst oder ähnlich siehst, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal deine Gedanken dazu wissen. Aber ist es nicht so, dass gerade auf Instagram sieht man, dass Menschen vor allem ihre Technik gerne präsentieren, dass auf Instagram fahren sie alle zu den gleichen Orten, nehmen alle die gleichen Motive, nehmen alle die gleiche Perspektive und die Fotos unterscheiden sich kaum noch, oder? Ist es nicht so? Und das führt bei dem einen oder anderen dazu, dass noch ein Frust aufkommt. Und Frust würde ich jetzt nicht sagen, dass der bei mir aufgekommen ist, aber ich habe mein Hobby und meine Leidenschaft so ein bisschen ruhen lassen. Bis 2022 Weihnachten. Alles fing im Grunde genommen mit einer App an, die ich so am Rande mitbekommen habe, und das war die Lensa-App. Die Lensa-App hast du bestimmt in den letzten Tagen auch schon viel von gehört. Da konntest du Fotos von dir hochladen, ich glaube 10 Stück habe ich da hochgeladen, und die App kreiert dann quasi aus deinen Fotos eigene Kunstfotos, Artworks. Und das Ganze sieht so aus, ich kann dich mal mit hier rübernehmen, dann siehst du das. Zack, das ist mein Lensa-Ergebnis. Ich habe irgendwie, ich glaube, 15, 20 Euro dafür ausgegeben und habe das dann bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da heute drauf gucke, nach meiner Erfahrung mit Midjourney, dann schaue ich da schon drauf und denke mir so, okay, die App kann jetzt nicht so super viel, ne? Wobei ich schon gehört habe, dass die Ergebnisse mittlerweile noch viel besser sind. Aber wenn ich mir das Ganze hier angucke, mit der Brille hat sie zwischendurch immer mal wieder Probleme. Ich meine, ich habe eine Original 1947er Brille auf. Die macht vielleicht auch mal das ein oder andere Problem. Aber das ist sowas, wo ich denke, ja, das sieht schön aus, das ist fein. Und ich habe auch mal ein Foto davon genutzt als Profilbild, das kam auch ganz gut an. Ich sehe das jetzt hier gerade nicht bei, aber du siehst hier, das sind so die Ergebnisse. Und ganz ehrlich, diese Sachen gibt es halt kein zweites Mal. Und auch wenn das ein oder andere Detail nicht so ganz cool ist, irgendwie hat es natürlich schon etwas und hat auch so einen einzigartigen Charme.
Bei manchen muss ich auch ziemlich lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon, das hier ist schon sehr nah dran irgendwie, wenn man den Rest des Fotos da mal wieder vergisst. Aber man kann mit Eigenhumor da auch ganz gut drauf gucken. Ja, das war auf jeden Fall die Lensa-App und ja, das fand ich ganz lustig. Ich habe es dann alles in einen Ordner gepackt und habe mir dann gedacht, so okay, ja, mal gucken, ob man das nochmal nutzt. Dann ging es auf die Weihnachtsferien zu und ich muss sagen, ja, es hat mich total umgehauen, denn ich habe Midjourney mitbekommen. Ich weiß nicht mehr, bei wem ich es gesehen habe, aber plötzlich kam das irgendwie in meine Welt. Es ist eine Plattform, eine KI, die durch Worte Fotos gestaltet. Und das klingt erstmal total langweilig und genauso habe ich auch erst gedacht und dachte, was soll der Quatsch denn? Dann habe ich aber die Ergebnisse gesehen und dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal selber aus. Das Ganze läuft über den Discord und ich habe dann da meinen Account gemacht, allem drum und dran, habe die ersten Sachen generiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat meinen Kopf gesprengt. Absolut. Und ich habe über die Weihnachtstage, kannst du mal mein Umfeld fragen, 14 Stunden oder so an dieser KI gehangen. Ich habe Fotos kreiert, ich habe angefangen rumzuspielen. Es hat einfach meinen Kopf zerstört, weil ich die Kreativität, die dahinter steckt, überhaupt nicht erfasst habe vorher. Als man mir gesagt hat, du musst ein paar Wörter da eingeben, du musst beschreiben, wie das Foto in deinem Kopf aussieht und dann kreiert die KI daraus nochmal ein eigenes Foto und es wird anders aussehen, als du das denkst. Da habe ich gedacht so, aha, okay. Aber jetzt so im Nachgang merke ich erstmal die Parallele zur Lomografie. Ist es nicht genauso? Ich habe immer Farbfolien vor meine Linse geklebt, bin rausgegangen, habe Fotos gemacht, habe mir im Kopf gedacht, wie das Ganze aussieht. Und am Ende sah es komplett anders aus und zwar richtig geil. Und deswegen habe ich mich der ganzen Sache mal ein bisschen geöffnet und habe ganz viel kreiert. Wenn du wissen möchtest, wie man einen Midjourney-Account macht, wie das Ganze funktioniert, es gibt zahlreiche Videos auf dieser Plattform. Mein Kanal hat sich vor allem immer mit dem Storytelling, mit den Fotos an sich beschäftigt und genau das möchte ich in diesem Video hier auch sehr gerne machen. Ich möchte mit dir einmal so die Fotos durchgehen, möchte dir zeigen, was ich so kreiert habe und am Ende ziehen wir so ein kleines Fazit, was ich glaube, wie man das verbinden kann mit Lomography und was das mit Lomography machen könnte und was das mit mir eigentlich als Fotokünstler so macht. Also lass uns da doch mal reinstarten. Ich nehme dich mal mit auf mein Album von Midjourney und möchte dir ganz als erstes mal etwas zeigen, was ich generiert habe, damit du, wenn du mit Midjourney jetzt noch nicht so viel zu tun hattest, damit du ungefähr mal verstehst, was Midjourney machen kann. Und zwar habe ich eingegeben, dass ich gerne, das war eines meiner ersten Fotos tatsächlich und da kannst du dir gleich vorstellen, wenn du siehst, was das mit meinem Kopf gemacht hat, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich habe einfach eingegeben, generiere mir einen Joker und einen Santa Claus. Und heraus kam folgendes Foto. Bumm! Wahnsinn! Absolut Wahnsinn! Ich kann das mal hier so machen, dann sieht das auch schöner aus für dich. Wobei, dann sehe ich es nicht mehr. Warte. Ne, ja, so. Wahnsinn! Absolut Wahnsinn! Und auch sehr düster. Und so in dem Stil habe ich dann meine Fotos dann quasi weitergemacht und es war am Anfang alles sehr düster, alles sehr merkwürdig. Du siehst hier vielleicht, ich habe das hier noch generiert. Das fand ich auch sehr, sehr schick. Ist schon ein bisschen gruselig, aber auch interessant. Und das Coole ist irgendwie so etwas, dieses Foto gibt es so nicht noch einmal. Es ist nur ein einziges Mal in der Form generiert worden. Und du kannst jetzt auch die gleichen Begriffe nehmen und du kriegst dieses Foto so in der Form nicht noch einmal hin. Und das ist Wahnsinn. Also ich finde das einfach Wahnsinn. Und als ich die ersten Fotos gemacht habe, habe ich angefangen, so ein bisschen rum zu experimentieren. Hier habe ich einen Hulk gemacht, der gerade im Weihnachtskoma ist. Du siehst auch, die KI kommt an vielen Stellen wirklich an ihre Grenzen. Und zwar vor allem, wenn es um Finger geht. Manche Figuren haben 18 Finger. Das ist manchmal nicht so cool, aber du wirst gleich Sachen sehen, die wirklich gut sind. Und ich zeige dir auch, wofür ich das Ganze eigentlich nutze und was ich damit mache mittlerweile.
Du siehst hier dann solche Helden, die ich gemacht habe. Ich habe angefangen, hier so Schneekugeln zu machen. Weihnachtsparadies in einer Schneekugel. Ich habe so wirklich angefangen, so die ersten Sachen, die so in meinem Kopf waren, in ein Foto zu kreieren. Und das hier fand ich zum Beispiel sehr schön, muss ich sagen. Das habe ich tatsächlich auch gepostet, als es dann darum ging, von wegen, na, wer liegt noch im Weihnachtskoma? Und das macht einfach Spaß, was dabei so herauskommen kann. Dann habe ich zum Beispiel dieses Hintergrundbild, was du jetzt gerade hier siehst. Das ist auch von Midjourney gemacht. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Hochauflösend geht noch nicht. Wird aber wohl bald kommen und es gibt wohl auch schon Apps, die habe ich noch nie ausprobiert, wie man das Ganze so ein bisschen hochskalieren kann. Ich habe festgestellt, dass ich da mittlerweile auch einen Workflow entwickelt habe. Ich kann diese ganzen Fotos tatsächlich auch nochmal in Lightroom bearbeiten und wenn du da den Kontrastregler so ein bisschen hochziehst, den einen oder anderen Regler noch ein bisschen runterdrehst wieder, ein bisschen Dunst rausnimmst, dann werden die Fotos auch nochmal viel, viel leuchtender. Und ja, das hier ist zum Beispiel jetzt nicht bearbeitet und du kannst da noch ein bisschen was rausholen auf jeden Fall. Das Hochauflösende soll bald kommen, habe ich gelesen. Ich bin sehr gespannt und es wird dann auch noch mal einiges verändern auf jeden Fall. Und dann habe ich angefangen, Themenparks zu erstellen und das war eine Sache, die mir so richtig Spaß gemacht hat. Wir können mal hier in den Vollbildmodus gehen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Du siehst hier so Disney-Schloss und mit den ganzen Ballons da dran und dann gehen wir mal hier so weiter. Das sind so ein paar Sachen, die ich erstellt habe und das hat so eine Freude gemacht. Ich habe plötzlich angefangen, einfach nur mit Worten, die ich eingetippt habe ich kleine Welten erstellt. Wie genial ist das? Und natürlich passte das, was ich in meinem Kopf hatte, fast nie mit dem zusammen, was die KI daraus generiert hat. Und die Kreativität liegt aber da drin, dass so nah wie möglich da dran zu kommen und trotzdem sich überraschen zu lassen und auch überwältigen zu lassen von solchen Ergebnissen. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Wir gehen mal hier weiter. Das ist dann so im Cyberpunk-Style, was ich da gemacht habe. Und ja, im Candy-Style habe ich da eingegeben. Das hier finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, hier das. Eine meiner liebsten Sachen, da habe ich mal irgendwann eingegeben. Guck mal hier, da habe ich irgendwann dann auch eingegeben. Hier, Hobbitland habe ich dann mit reingenommen. Einfach nur das Wort Hobbitland und dann kam das dabei raus mit Wasserbahn und Wassersplash. Es ist einfach so cool, es sind so kleine Welten, hier Steampunk, Themenpark. Das Ganze wollte ich dann auch in so einer kleinen Flasche haben quasi. Das habe ich dann auch generiert, hier Steampunk. Das sind jetzt Fotos, die ich noch nicht bearbeitet habe, weil mit Lightroom, da kam ich erst später so ein bisschen drauf, das zu bearbeiten. Hier haben wir das Ganze in so einer kleinen Bottle. Hier auch. Das sieht richtig toll aus, finde ich. Und es ist einfach, wenn du da die ersten Sachen rausholst. Natürlich ist das totaler Quatsch auch, was dabei rauskommen kann. Du siehst hier, das ist alles nicht perfekt, aber die Schönheit liegt im Unperfekten, auch bei digitalen KI-Artworks. Und guck dir das an, es sieht trotzdem genial aus. Alleine diese ganzen leuchtenden Sachen hier unten in dem Grün und ich finde das einfach super. Was du da für Farben rausholen kannst, es ist einfach Wahnsinn. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja ganz schön, aber das ist ja jetzt nicht so echt, dann habe ich noch was für dich. Und zwar habe ich hier den mystischen Bereich mal aufgemacht. Da siehst du auch Kunstformen, aber guck dir den bitte an. Wahnsinn, oder? Absolut Wahnsinn. Und diese Person gibt es gar nicht. Gibt es so nicht. Und ich habe etwas gemacht, was viele Leute gemacht haben, die Midjourney benutzen. Ich habe dieses Foto genommen, habe eine Rückwärtssuche gemacht bei Google und es kommt noch nicht mal annähernd so etwas dabei raus. Diese Person ist von der KI so erstellt worden. Es gibt diese Person so nicht. Und es ist Wahnsinn, was du damit
machen kannst. Du kannst hier solche mystischen Sachen erstellen. Hier ist sowas. Ich habe Leute gefragt um mich herum, nenn mir mal ein paar Begriffe und die tippe ich ein und habe dann aus deren Begriffe ein Bild erstellt. Du kannst dir erahnen, welche Begriffe mir hier genannt worden sind, oder? Ja, das auch wahnsinnig gut. Ich glaube, das Foto habe ich schon in Lightroom bearbeitet, weil das ist schon sehr kontrastreich und sehr leuchtend. Ja, und dann ging es weiter, dass ich so Dinge erstellt habe. Das hier finde ich zum Beispiel wahnsinnig gut. Ich habe einen Gameboy mit Tetris und im Steampunk-Style machen lassen, wobei dieses Ergebnis hier noch fast ein bisschen schöner ist. Dann habe ich hier, da weiß ich gar nicht, da habe ich KI, glaube ich, genommen, genau. Hier eine Kaffeemaschine im Steampunk-Style, ein Regenschirm im Steampunk-Style. Und ganz am Anfang haben wir auch eine Kaffeemaschine, die habe ich tatsächlich, glaube ich, auf Lomtro sogar gepostet. Und die kam auch in den Stories sehr gut an. Die ist auch noch nicht mit Lightroom bearbeitet, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, und dann habe ich angefangen tatsächlich damit auch ein bisschen zu arbeiten. Und zwar im Storytelling-Style. Und da möchte ich dir ganz gerne mal zeigen, was man da so alles machen kann. Denn wir gehen mal hier auf Sinnbild. Ich habe dann angefangen, Dinge reinzugeben. Zum Beispiel habe ich Seven vs. Wild geguckt im letzten Jahr. Und da gab es ja den Spruch von Knossi, du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Vielleicht erinnerst du dich. Hast du es geguckt? Schreib's mal unten rein. Und das habe ich eingegeben in die KI. Und dabei kam dann dieses Foto dabei raus. Und wow. Es war eine ganze Zeit lang mein Hintergrundbild auf dem Monitor hier, der neben mir steht. Verstehst du, warum mir das so einen Spaß macht? Es ist doch einfach Wahnsinn, was dabei herauskommt, oder? Und dann habe ich angefangen, tatsächlich meiner Krankheit Morbus Crohn ein Gesicht zu geben in meiner Arbeit. Ich habe ja noch einen zweiten YouTube-Kanal und einen zweiten Instagram-Account für Ich und mein Crohn. Das ist meine Arbeit als Coach und wollte der Krankheit Morbus Crohn ein Gesicht geben. Und dabei kam dann dieses Foto heraus und dieses Foto heraus. Ist das nicht perfekt? Das ist leider sehr einzigartig. Ich finde es wahnsinnig cool. Und soll ich dir mal zeigen, was ich damit gemacht habe? Ganz einfach. Wir gehen mal hier drauf und dann siehst du meinen Instagram-Account. Übrigens, du darfst mir gerne mal folgen, wenn du möchtest. Da siehst du auch noch einige Einträge von mir. Und hier haben wir genau diesen Post. Ich habe das Ganze ausgeschnitten, freigestellt, habe das vor meinen Hintergrund gestellt und habe dann einfach rausgemacht, wie wir unseren Crohn oft sehen und wie wir ihn sehen dürfen. Du kannst damit plötzlich Storytelling betreiben. Es ist Wahnsinn. Ich kann dir noch eine Sache zeigen, die wir hier hatten. Hier ging es um Vitamin D, dass man seinen Spiegel mal messen soll. Du kannst plötzlich Dinge visualisieren, nur mit ein paar Fotos. Hier, emotionales Essen fand ich total cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Bereich emotionales Essen, der war sogar noch ein bisschen weiter verbreitet. Das hier fand ich auch sehr gut. Hier ging es um Brainwaves, um die einfach mal zu visualisieren. Das Mindset habe ich hier visualisiert. Also du siehst, ich kann damit wahnsinnig viel machen. Dann haben wir das hier noch, da wollte ich, glaube ich, den Dunning-Kruger-Effekt so ein bisschen darstellen zu einer Story, die ich habe. Das kommt bei mir noch, da bin ich noch nicht so weit. Das habe ich schon mal im Vorfeld generiert. Ich finde es einfach Wahnsinn. Und was machen wir jetzt mit dieser Technik? Verändert das etwas? Ich weiß jetzt schon, dass einige Leute sagen werden, ja, aber das hat ja mit Fotografie nicht wirklich was zu tun. Und ja, es hat mit Fotografie so gut wie gar nichts zu tun. Meine Frage ist, dieser Kanal hier hat sich schon immer damit beschäftigt, zwei Sachen, modern und alt, immer zusammenzumischen. Wir haben immer hier auf diesem Kanal, in vielen, vielen Videos, haben wir die alte Technik mit der modernen zusammengebracht und haben geguckt, was kriege ich daraus für ein Ergebnis. Und meine Frage, die ich mir auch selber stelle, ist, wie kann ich die Welt, die für mich ein bisschen langweilig geworden ist, weil ich sie durchgespielt habe für mich, verbinden mit dem, was ich hier jetzt habe. Und auf dem Weg befinde ich mich tatsächlich auch noch. Ich könnte mir vorstellen, daraus Doppelbelichtungen zu machen, in meinem Style. Ich könnte mir vorstellen, mit den alten Kameras, die ich hinter mir stehen habe, Fotos zu machen, wie ich sie früher gemacht habe, und sie zu verbinden mit
der neuen KI-Form. Du kannst sogar Fotos reinsetzen, also hochladen quasi auf den Discord und kannst daraus dann etwas Neues generieren lassen. Aber die KI klaut nicht. Ich habe schon versucht, so nah wie möglich an Fotos von mir selber ranzukommen, aber die KI übernimmt es nicht. Es macht einen manchmal wahnsinnig. Eine Hauptparallele ist definitiv im Workflow, bei Lomography und bei Midjourney, dass du Dinge im Kopf hast, Bilder im Kopf hast, die du versuchst als Ergebnis zu bekommen, was du fast nie schaffst. Auch bei der Lomography bin ich sehr oft an meine Grenzen gekommen, weil ich es einfach nicht geschafft habe, dass Dinge, die in meinem Kopf waren, vom Foto her, wie das fertige Foto aussehen sollte, es hat einfach nicht so funktioniert. Es hat mich dann aber sehr oft überrascht und es sah dann ganz anders aus. Und ich habe aus dem, was ich bekommen habe, dann das Bestmögliche rausgemacht. Und diesen kreativen Prozess erlebe ich gerade mit dieser KI wieder. Dennis 18 hat so oft über den Spieltrieb gesprochen, auch in Bezug auf die analoge Fotografie. Und ich musste sehr oft an diese Aussage denken, als ich dann über die Weihnachtsfeiertage da rumgespielt habe. Und ich bin wirklich wahnsinnig begeistert davon. Und es macht einfach Spaß. Aber ersetzt das in Zukunft die Fotografie? Ich habe schon auf Instagram ein paar Sachen gelesen, ein paar Diskussionen auch gelesen. Und als ich die ersten Fotos gezeigt habe auf Instagram, habe ich Fragen als Direktnachricht bekommen, wo es hieß, wie ist denn deine Meinung zu dieser ganzen KI-Nummer? Und ich habe immer zurückgeschrieben, weil ich auch fest davon überzeugt bin, meine Meinung ist völlig egal. Meine Meinung ist völlig egal. Ich kann das ignorieren, ich kann das Mist finden, ich kann das ganz toll finden. Es kommt so oder so. Es wird einfach kommen, es wird da sein. Und ich glaube mittlerweile, nachdem ich da wirklich sehr viel Zeit reingesteckt habe und ich es auch selber benutze, auch in meiner Arbeit benutze, ich glaube einfach, dass Stockfotografen in Zukunft ein Problem kriegen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Stockfotografen in Zukunft durch AI-Künstler ersetzt werden. Sicher bin ich mir natürlich nicht, ich habe keine Glaskugel, aber das könnte ich mir doch vorstellen. Denn ich nutze mittlerweile diese Fotos auch als Stockfotos zur Visualisierung von Blogbeiträgen zum Beispiel. Ich kann dir das mal ganz kurz demonstrieren. Dazu nehme ich dich mal mit auf meinen Monitor wieder. Zack. Oh, ja, hier, das ist meine Seite. Ich und mein Kron. Kannst du gerne mal vorbeigucken, wenn du möchtest. Und hier ist mein Blog. Und du siehst, hier habe ich schon die Fotos mit reingenommen. Hier habe ich auch das habe ich nicht. Das war der Hintergrund. Den habe ich ausgeschnitten. Das ist auch ein Midjourney-Foto. Und ich fange an, die Sachen mit einzubauen. Ich habe das in meinen Newslettern mit reingenommen. Ich habe das auf Instagram mit reingenommen. Es ist Teil meiner Arbeit geworden. Und sonst hätte ich Stockfotos genommen oder meine eigenen Fotos genommen. Aber das ist nochmal ein neues Level für mich irgendwie. Eine wahnsinnig coole Spielerei. Und ich möchte gerne, und deswegen mache ich dieses Video auch, einmal um zu zeigen, was gibt es für Ergebnisse, was kann man machen. Das möchte ich gerne zeigen, aber ich möchte auch zeigen, dass man offen sein soll für diese neue Technik. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle versuchen, das Alte, was wir sowieso haben, zu verbinden mit dem Neuen und das dann zusammenführen. Viele von euch da draußen aus der analogen Fotografie haben so eine kleine Leere, vielleicht, weil Kühlschrank mittlerweile leer, Filme zu teuer, Entwicklung zu teuer, alte Kameras, keine Zeit mehr dafür. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das Ganze wieder so ein bisschen für sich retten kann, sein Hobby neu gestalten kann, neu ausleben kann. Einige Leute haben mir schon geschrieben, ja, aber der Style mit dem Kaffee damals, das war mir schon ein bisschen lieber. Ja, das verstehe ich. Und trotzdem macht das auch richtig Spaß. Und jetzt ist die Frage, wie verbinde ich das mit dem anderen? Wird so etwas die Fotografie irgendwann mal komplett ersetzen? Ich glaube nicht.
Es werden vielleicht neue Stile entstehen, vielleicht auch neue Stile der Fotografie. Ich meine, die KI kommt ja jetzt auch in die Kameras. Auch das wird wahnsinnig spannend werden in Zukunft. Aber es wird nicht die Fotografie ersetzen. Ich selber liebe die Fotografie wahnsinnig und ich würde niemals die Kamera, allein schon vom Handy, ich würde niemals die Kamera wegtun oder weglassen, weil ich jetzt Fotos mit einer KI generieren kann. Aber es macht trotzdem Spaß, im Kopf zu überlegen, wie kriege ich das eine mit dem anderen zusammengemischt. Was kann man daraus Neues erstellen? Ich habe Coachings und ich gehe mit meinen Coaching-Teilnehmern teilweise Vision Boards durch. Wir erstellen ein Vision Board mit Fotos aus der KI, wo Wörter vorgegeben werden. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn. Früher hättest du für sowas Grafiker engagiert. Auch Grafiker werden wahrscheinlich nicht unbedingt ersetzt werden in Zukunft. Die werden immer noch andere Aufgaben haben mit Sicherheit. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass auch der Bereich da ein bisschen am Zittern ist, was das angeht. Aber ganz ehrlich, jeder Grafiker freut sich doch über solche Stock-Sachen, oder? Keine Ahnung, ich bin kein Grafiker. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man offen bleibt dafür. Dass man schaut und spielerisch daran geht, was kann ich damit jetzt eigentlich machen mit der neuen Technik. Ja, das ist mein kleines Video dazu. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Schreib mir gerne deine Gedanken zu diesen Fotos hier unten rein. Ich habe einen Instagram-Kanal gemacht, der nennt sich Midjourney Explorer _Lomtro. Kannst du gerne mal vorbeischauen. Da poste ich immer mal wieder alle Sachen, die ich da so habe. Ja, da siehst du dann auch so meine Fotos. Du kannst mir gerne deine Fotos schicken. Ich würde mich sehr freuen, von dir deine Ergebnisse mit Midjourney zu sehen und darüber zu reden mit dir und mit dir in den Austausch zu gehen über diese Technik. Melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ansonsten war es das jetzt schon hier. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreib einen Kommentar unten rein. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie deine Gedanken zu dieser ganzen Sache sind. Und ja, die Lomografie ist dadurch nicht wirklich tot für mich. Vielleicht lebt sie neu auf, in einer anderen Weise, wie ich es mir selber jetzt noch gar nicht richtig vorstellen kann. Aber das ist doch auch irgendwie schön. Bis zum nächsten Video und du merkst, es kommen wieder Videos hier. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich und perfekt. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.